Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Miniatur-Wunderland-Update. Es ist strahlender Sonnenschein, was für ein verrückter Winter. Wir haben dieses Jahr alles dabei, vor allem aus Kindersicht. Fantastisch viel Schnee, Frost und jetzt strahlenden Sonnenschein. Kaum zu glauben, eine Parallele zum Wunderland. Auch dieses Wunderland-Update hatte nämlich ganz viele Facetten. Wir haben ein ganz schwieriges, hartes Thema, das kommt zum Schluss. Aber wir haben auch ganz spannende Themen, wie zum Beispiel, dass der Regenwald jetzt langsam unterwegs ist. Er ist nämlich eingepackt. Wir sind mitten in den Anden hier. Da unten kommt der Regenwald hin. Aber starten werden wir mit einem regelmäßigen Thema, das einmal im Jahr anliegt und immer wieder spannend ist. Wir mussten nämlich das Wasserbecken reinigen. Viel Spaß dabei. Diesen November hatten wir ja unsere jährliche Skandinavien-Beckenreinigung. Dieses Jahr durften wir die Notentwässerung testen. Das dürfen wir alle 10 Jahre. Ein wirkliches Highlight. Ich hatte es vorher auch noch nicht gesehen. Das ist, wenn dann das gesamte Beckenwasser auf einmal in den Fleet geschossen wird, damit es nicht im Gebäude irgendwelchen Schaden anrichtet. Das haben wir getestet, dabei auch festgestellt, dass tatsächlich nur eine der 2 Pumpen läuft, die für die Notentwässerung da sind. Deshalb war der Test sehr gut und sehr wichtig, dass wir ihn gemacht haben. Die Pumpe kann jetzt repariert werden. Um das Wasser aus dem Becken rauslassen zu können, müssen natürlich alle Schiffe rausgenommen werden. Das habe ich mit Leo gemacht und auch unsere gute alte Werft. Wie alt sie wirklich ist mir aufgefallen, als ich sie da gesehen habe. Die ist ja auch seit 20 Jahren drin. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die unbedingt mal bei mir auf den Tisch rauf muss, um ein bisschen überholt zu werden. Das habe ich gemacht. Dabei habe ich ein paar wirklich interessante Dinge gefunden. Unter anderem bis zu 2 Zentimeter Staub. Ich glaube, die hat in den letzten 20 Jahren noch niemand mal wirklich sauber gemacht. Das habe ich getan. Ich habe die Beleuchtung etwas überarbeitet. Ein paar neue Figuren aufgeklebt, vielleicht auch hier und da noch eine lustige Szene dazu gebaut und sämtliche Beleuchtungselektronik, die auf Wasserhöhe ist, habe ich jetzt so gebaut, dass man sie rausnehmen kann, damit man eben das gesamte Ding absenken kann. Werft hieß es, ja. Als ich nämlich eine der Seiten öffnete, fand ich einen Berg von Steckern mit Beschriftung. Und Stefan hat mir erzählt, dass die ganze Werft früher mal dafür gedacht war, wirklich abgesenkt und angehoben zu werden. Da sollten eigentlich auch sogar Schiffe reinfahren und angehoben werden können. Das lief wohl alles nicht so gut. Ich habe aber spaßeshalber einfach mal die Pumpen getestet. Und verrückterweise, obwohl die wahrscheinlich seit 20 Jahren nass da unten im Rumpf der Werft liegen, haben alle Pumpen funktioniert. Ich würde sagen, wir schmeißen die Werft mal ins Wasser, schließen die Fernbedienung an, schließen die Beleuchtung an und gucken, ob die Restaurierung erfolgreich war. Alleine kriege ich das Ding nicht reingehoben, deshalb hilft mir der zweitstärkste Mann des Wunderlandes, Lennart. Hallo. Ich bin ja eigentlich hier, um euch zu sagen, was für tolle und schöne Sachen wir hier im Wunderland bauen. Aber guckt euch mal den Fusch an, den ich hier gefunden habe. Den will ich euch auch nicht verheimlichen. Hier unten drunter, um das ganze Schiff zu erholen, hat irgendjemand einfach eine Dachlatte angebracht. Eine nackte Baumarkt-Dachlatte. Ich will hier auch keine Namen nennen, weil ich denke, Magneto wäre das wirklich unangenehm, was er da vor 20 Jahren gebaut hat. Aber das würden wir heute zum Beispiel ein bisschen schöner hinkriegen. Ich lasse das jetzt auch einfach so. Guckt euch das selber mal an, wenn ihr hier vorbeikommt. Hätte ich mir das Staubwischen ja auch sparen können. Ich hätte das Wasser jetzt hier runtergespült. Ja, allerdings hätten wir dann das Becken gleich nochmal wieder. So, einige müssen. Oha, vorne geht sehr schnell unter. Oh, 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 oh. Das war zu viel. Oh.
Es geht nichts mehr. Ausgefallen und untergegangen. Das ist schlecht. Eventuell kam es eben aufgrund einer Fehlbedienung der Fernbedienung zu einem kleinen Kurzschluss in dem Akku. Ich habe jetzt aber einen Ersatzakku geholt und jetzt versuchen wir die Werft mal wieder anzuheben. Es ist schön zu sehen, dass die Funktion gegeben ist. Allerdings ist mir das Ganze ein Tick zu spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön, dass wir einmal gesehen haben, dass es funktioniert. Aber ich glaube, wir tarieren das gleich einfach aus und lassen es so schwimmen, wie es vorher auch gewesen ist. Ja, das ist das Schöne an so einer Wasserbeckenreinigung. Es ist jetzt alles wieder frisch und sauber. Und dazu gibt es auch wieder Dinge, die wieder funktionieren, die man so im Alltag nicht so leicht reparieren kann. Also herrlich, toll, wenn ihr also mal wieder vorbeikommt. Ihr seht dann hoffentlich wieder eine funktionierende Werft. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich kann es nicht erwarten, dass hier unten auf dieser riesengroßen Fläche, da drüben ist Rio de Janeiro, da Patagonien, der Regenwald steht. Und der ist jetzt mehr oder weniger unterwegs, denn der ist eingepackt. Das bedeutet auch, aktuell ist keiner von uns drüben in Südamerika. Für diejenigen unter euch, die das gar nicht wissen, wir bauen Südamerika mit einer südamerikanischen Familie zusammen. Das heißt, im Anfangsstadium eines neuen Bauabschnittes sind viele von uns dort drüben. Dann wird der Rohbau und mit ein bisschen Aufbau schon hierher verschifft. Und dann kommt Familie Martinez, das wird so sein, nämlich auch in ungefähr einem Monat, mit ganz vielen Leuten mit hierher. Und dann bauen wir hier zusammen den Regenwald auf. Und wie die Sachen verschifft werden und wie sie eingepackt wurden, das seht ihr im nächsten Bericht. Ja, da fahren die LKWs mit unserem Regenwald. Und jetzt in diesem Moment, auf den Sonntag, wenn ihr das jetzt gerade schaut, wissen wir nicht, ob es wirklich verschifft wurde. Denn wir drehen das hier gerade am Freitag. Morgen aus meiner Sicht, also gestern aus eurer Sicht, soll es verschifft werden. Und das heißt, heute aus eurer Sicht und übermorgen aus meiner Sicht wissen wir jetzt nicht, ob es wirklich auf dem Schiff ist. Denn letztes Mal haben sie es nicht mitgenommen. Das war schon vor 3 Wochen. Das heißt, wir müssen hier noch länger warten. Also drückt uns bitte ganz fest die Daumen. Und jetzt fährt mein Gesicht von lachend
einmal auf so runter. Denn jetzt kommt das harte angekündigte Thema. Wir hatten hier nämlich eine ganz besondere Veranstaltung. Viele von euch wissen, dass wir neue Flächen bekommen haben. Und zwar drüben im Block D. Wir sind hier im Block L, also über die Brücke rübergegangen. Aber drüben im ursprünglichen Block D, im ersten Boden soll in Zukunft unser Eingang hin. Denn da sind Flächen frei geworden. Und die eignen sich jetzt noch in der Übergangsphase, bis wir anfangen zu bauen, fantastisch für Veranstaltungen. Und deswegen haben wir sofort Ja gesagt, als wir gefragt wurden, ob der 50. Geburtstag eines ganz wichtigen Vereins in Hamburg bei uns gefeiert werden kann. Und das ist ein ganz wichtiger Verein, der heißt Knack den Krebs, vom Kinderkrebszentrum im UKE. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm es ist zu ertragen als Papa von 5 Kindern, dass es Kinder gibt, die auch Krebs haben und vielleicht auch daran sterben. Und dieser Verein wurde vor 50 Jahren von betroffenen Eltern gegründet, weil das Schicksal einfach so hart ist und tut seitdem so viel Gutes und ist so wichtig als Vereinsarbeit in Hamburg, dass es für uns ganz klar war, dass wir unsere Räume zur Verfügung stellen. Und wir hatten hier eine ganz bewegende Veranstaltung und selbstverständlich wollen wir euch diese Bilder nicht vorenthalten. Es ist so ein Scheißthema und es ist so wichtig, darüber zu reden und es ist so wichtig, dass es Menschen gibt, die sich da engagieren und man ist so machtlos und man kann nichts tun, dass so ein Abend auch für jemanden, der sozusagen direkt nichts tun kann, eine Möglichkeit ist, was zu tun, dabei sein, mitzuhelfen und irgendwann darauf zu hoffen, dass es alles besser wird. Ich finde es erstmal toll, dass das Wunderland 25 Jahre feiert und dass man natürlich auch hier die Fördergemeinschaft hierher kommt. Nach 50 Jahren, toll, das ist ein gutes Symbol. Und Knack den Krebs sagt ja, 80% der an Krebs erkrankten Kinder können schon geheilt werden. Die letzten 20% müssen geknackt werden. Und so ein Abend sorgt dafür, dass hoffentlich viel Geld gespendet wird, dass in die Forschung gesteckt wird. Denn die Forschung ist immer noch das beste Mittel gegen Krebs. Für so ein altes Spielkind wie mich ist das natürlich genau das Richtige, ne? Also so, weil diese Welten, diese Fantasie, die dahinter steckt, diese Akribie, dieses wahnsinnig, diese Leidenschaft dahinter und so. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr drauf. Aber am meisten gespannt bin ich, wie mein Sohn das findet. Also ich finde es wenn du sagst 25 Jahre Wunderland, krass, hätte ich jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt, aber tatsächlich ist schon soweit. Und 50 Jahre Knack den Krebs ist natürlich eine Hausnummer, finde ich. 50 Jahre eine Organisation zu machen, die sich mit dem wirklich sehr schweren Thema Krebs und Kindern beschäftigt und unterstützt und hilft und wir alle ein kleiner Teil davon sein dürfen und jetzt 50 Jahre feiern, das finde ich mehr als verdient. Ja, wenn ich das sehe, mich berührt das sehr, weil ich habe auch noch mehr gesehen, die vielen Kinder, die auch hier waren. Der Verein hat ganz viele betroffene Kinder, die noch in der Lage sind, hierher zu kommen, mitgebracht. Die konnten hier ein paar schöne Stunden verbringen. Mich berührt das sehr, wenn es euch auch berührt. Der Verein freut sich immer über Spenden. Knack den Krebs heißt er, ihr findet ihn, wenn ihr googelt und das wäre natürlich ganz großartig. Wir kommen jetzt zum letzten Thema. Ihr kennt sicherlich Julbi Wunderland, das ist unsere Virtual Reality Geschichte. Ganz toll, über 500.000 Menschen sind schon in diese virtuelle Welt eingestiegen. Man kann sozusagen sich ins Wunderland schrumpfen. Wer das noch nicht gemacht hat, muss es einfach mal tun. Man kann es nicht mit Worten beschreiben. Ich kann euch jetzt erzählen, was ich will. Es wird nicht ankommen, ihr müsst es selbst erleben. Und da wir uns immer weiterentwickeln, weil wir neue Ideen haben, weil wir auch zuhören, was ihr gut und was ihr schlecht findet, gibt es jetzt eine zweite sogenannte Go, das ist die 10-Minuten-Variante. Und die ist sehr viel spielerisch. Da kann man ganz viel machen, da muss man Aufgaben lösen und so weiter. Und das finden gerade so Kinder und auch die jüngere Generation ganz toll. Wir haben also jetzt eine ganz tolle Mischung und da haben wir natürlich auch was für euch vorbereitet. Was wir auch verbessert haben, ist unser ganzes Warteerlebnis. Während ihr früher ja erst im Raum drin eure Brille aufgesetzt habt, könnt ihr diese nun schon viel früher hier in unserem Wartebereich aufsetzen und seid in unserem virtuellen Wartebereich unterwegs. Hier könnt ihr lustige Minispiele machen, von Malen bis hin zu Schießen mit einer Wasserpistole und könnt so schon die Wartezeit hier richtig lustig und cool überbrücken. Wenn ihr dann an der Reihe seid, seht ihr es in der Brille und dann geht euer Erlebnis im Raum los. Also kurz und knapp, müsst ihr ausprobieren, ist toll. Und ich stehe weiter mitten im heißen Regenwald, fühle mich also in Hamburg genauso wohl wie im Regenwald, ist ja die gleiche Temperatur fast. Ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn hoffentlich so in 4 bis 5 Wochen das Schiff ankommt. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Bis dahin genießt die Sonne und jeden Sonntag gibt's neues Material aus dem Wunderland. Viel Spaß damit!